Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ich einen angesetzten Bund mit Gürtelschlaufen auf eine Jeanshose nähe. In der Anleitung habe ich einen geformten Bund verwendet. Falls ihr eine Variante gewählt habt, in der der Bund gerade geschnitten ist, macht das bei der Verarbeitung keinen Unterschied. In der Videobeschreibung hier unten findet ihr auch den Link zur passenden Bildtextanleitung. Also dann, los geht's! Ich benötige die Hose, an der bereits der Schlitz und die Taschen eingearbeitet sind und die Gesäßnaht und Längsnähte geschlossen sind. Des Weiteren aus Oberstoff die Bundstreifen doppelt, aus Einlage den Bundstreifen doppelt, den Streifen für die Gürtelschlaufe aus Oberstoff, dann aus Papier die Schablone für die Gürtelschlaufe, das Schnittmuster des Bundes mit der Position für die Gürtelschlaufen und die Schablone für das Bundknopfloch. Je nach Modell 1 oder 2 Jeansknöpfe für den Bund und als Werkzeuge Hammer, Stecknadeln oder Clips, Schneiderkreide oder Markierstift, eine Handarbeitsschere und ein Lineal. Ich beginne damit, die Einlage auf einen der Bundstreifen aufzubügeln. Die Einlage wird hier aus 2 Teilen geschnitten, da die Einlagematerialien oft nur in schmaler Breite erhältlich sind. Daher wird die Einlage in der hinteren Mitte überlappend gelegt. Dann drehe ich den Streifen um, so dass die rechte Seite zu mir zeigt, lege den zweiten Bundstreifen rechts auf rechts darüber und stecke beide an der Oberkante zusammen. Die Oberkante erkenne ich an den abgeschrägten Ecken an den schmalen Enden. Nun lege ich den Bund über meine Hose und orientiere mich, welche offene Seite an das rechte Hosenvorderteil mit dem Schlitz untertritt und welche an das linke Teil kommt. Das Bundteil, auf den die Einlage geklebt ist, soll später die Außenseite des Bundes werden. Der unfixierte Streifen liegt dann innen. Der vordere Knips an der Unterkante des Bundes gibt auf beiden Seiten die Position der vorderen Mitte an. Am rechten Vorderteil passt der Bundstreifen genau von der vorderen Mitte bis 1 cm über den Schlitzuntertritt. An der linken Seite mit der Schlitzsteppung muss der Streifen gekürzt werden. Legt man hier den Streifen mit dem Knips an die vordere Mitte, stehen noch einige Zentimeter Stoff über. Vom Knips an wird aber nur 1 cm Material für die Nahtzugabe benötigt. Daher wird der Stoff dort abgeschnitten, aber Achtung! Sollte man bei der Anprobe der Hose festgestellt haben, dass der Bund zu eng ist, hat man hier die Möglichkeit, diese Zugabe nicht wegzuschneiden, sondern das Material für die Erweiterung des Bundes zu nutzen und braucht einfach nur die Knipse an der Unterkante entsprechend zu verschieben. Nun können die Bundstreifen vorne und an der Oberkante mit 1 cm Nahtbreite zusammengenäht werden. Bevor ich den jeweils letzten Stich nähe, der auf die Ecke zugeht, stoppe ich und versenke die Nadel und lege einen ca. 20 cm langen Faden zwischen die Stofflagen, bis genau vor die abgesenkte Nadel. Dann nähe ich noch einen Stich über diesen Faden hinweg, versenke die Nadel wieder, dann ziehe ich beide Faden innen zwischen die Stofflagen des Bundes. Mithilfe dieses Fadens kann ich später nach dem Wenden die Ecken besser formen. So verfahre ich mit beiden oberen Ecken. Ich schneide nun die Nahtzugabe an den beiden oberen Ecken mit 3 mm Abstand zur Naht schräg zurück. Bei einem geformten Bund schneide ich an der Oberkante die Nahtzugabe in der Rundung einige Male bis ca. 2 mm vor die Naht hinein, sodass sie nach dem Wenden nicht spannt. Außerdem schneide ich an den kurzen Seiten die eine der Nahtzugaben auf die halbe Breite zurück, sodass die Kante nach dem Wenden flacher ist. Die Nahtzugabe an der Oberkante wird nun, soweit das möglich ist, auseinandergebügelt. Danach wende ich die Kante.
Mit den eingenähten Fäden kann ich nun die Ecken schön in Form bringen. Ich bügle den Bund von der unfixierten Seite aus flach. Die Schnittkante an der mit Einlage fixierten Bundseite wird nun 9 mm breit nach innen geschlagen und festgebügelt. Bevor der Bund nun an die Hose genäht wird, werden die Gürtelschlaufen gefertigt. Den langen Streifen habe ich bereits an einer der langen Seiten mit der Overlock versäubert. Ich lege den Streifen so vor mich hin, dass die linke Stoffseite zu mir zeigt und bügle die Längskanten jeweils 1 cm um. Dann falte ich die Lagen so, dass die offene Schnittkante verdeckt liegt. Anschließend steppe ich den Streifen einmal in der Mitte durch. Aus dem langen Streifen werden nun 6 kleine Gürtelschlaufen zurechtgeschnitten. Hierbei nehme ich die kleine Gürtelschlaufenschablone zur Hilfe, die bereits die entsprechende Schnittlänge hat. Die Streifen werden nun an der Hose rechts auf rechts aufgesteckt. Für die Positionierung lege ich das Schnittmuster des Bundes an der vorderen Mitte an und übertrage die Position der Gürtelschlaufen auf die Hose. Ebenso verfahre ich mit den Abständen von der hinteren Mitte und der Seitennaht zur Gürtelschlaufe. Hier könnt ihr aber wieder ganz kreativ sein. Beispielsweise kann man auch nur eine Gürtelschlaufe an der hinteren Mitte anbringen und diese zum Beispiel auch schräg annähen. Nun stecke ich die Unterkante des Bundes, also diesen nicht fixierten Streifen, mit der rechten Seite an der Innenseite der Hose ringsum auf. Dabei achte ich darauf, dass die seitliche Knipsmarkierung des Bundes jeweils genau auf die Seitennaht trifft. Die Weite zwischen den Markierungen verteile ich gleichmäßig, wobei der Bund im Verhältnis zur Hose eher stramm ist. Solltet ihr eine Hosenvariante gewählt haben, die an der Bundkante Falten oder Abnäher enthält, müssen diese vor dem Aufsetzen des Bundes gelegt bzw. abgenäht sein. Auch der Knips an der hinteren Mitte soll die Gesäßnaht exakt treffen. Dann steppe ich den Bund mit 10 mm Nahtbreite auf. Ich achte darauf, dass die Gürtelschlaufen ganz gerade nach unten zeigen. Hier steppe ich vorsichtig über die längs gesteckten Stecknadeln hinweg. Wem das zu heikel ist, der kann die Gürtelschlaufen auch zuvor mit einer Hilfsnaht an der Hosenkante befestigen. Der Bundansatz wird nun von der Innenseite auf den Bund überbügelt. Nun muss noch der Außenbund befestigt werden.
Dazu stecke ich ihn ringsum fest. Die Nahtzugabe habe ich ja schon zuvor umgebügelt. Der Bund wird nun in 2 Schritten von der Außenseite gesteppt. Ich beginne an der Bundunterkante auf der linken Vorderteilseite an der vorderen Gürtelschlaufe und steppe bis zur Gürtelschlaufe des rechten Vorderteiles. Dann drehe ich die Hose. Bei der zweiten Tour beginne ich wieder vorne links und steppe nun aber in Richtung vordere Mitte, dann zur Oberkante und ende wieder vorne rechts. An den kurzen vorderen Bundkanten klopfe ich die dicken Stellen an der Ansatznaht mit einem Hammer flach. Dazu lege ich eine feste Unterlage und ein Stoffstück darunter und ein Stoffstück zum Schutz darüber, um das Material nicht zu beschädigen. Es macht auch Sinn, die Nahtzugaben dort etwas versetzt zurückzuschneiden, sodass die Stellen nicht zu dick sind und der Übergang flacher wird. Hier an der rechten Bundseite wird später das Knopfloch eingearbeitet. Um hier einen besseren Ausgleich zu den Nahteinschlägen zu schaffen, lege ich ein Stück Stoff zwischen die Stofflagen und stecke es von außen fest. Man kann hier auch mit einem Stickvlies arbeiten und das zwischenlegen oder direkt beim Sticken des Knopfloches darunter legen und dann zurückschneiden. Nun steppe ich von außen den Bund auf. Dabei starte ich, wie zuvor schon beschrieben, oberhalb der linken vorderen Gürtelschlaufe und ende bei der Gürtelschlaufe des rechten vorderen Hosenteiles. Dann drehe ich den Bund um und starte wieder an der linken Gürtelschlaufe, steppe aber in Richtung vordere Mitte und dann über die Oberkante die restliche Bundkante durch. Nun wird der Bund gebügelt. An der linken Bundseite wird nun das Knopfloch eingearbeitet. Bei der breiten Bundvariante sind es 2 Knopflöcher. Ich übertrage den Anfangspunkt aus der Schablone auf den Bund. Dann zeichne ich die Richtung des Knopfloches parallel zur Bundkante an. Das Knopfloch sticke ich mit dem entsprechenden Nähfuß und Programm meiner Nähmaschine. Ich mache zunächst eine Probe auf einem vergleichbaren Teststück. Das Auge meines Augenknopfloches stanze ich mit einem Locheisen mit 2 mm Durchmesser aus. Nachdem das Knopfloch vorsichtig aufgeschnitten ist, kann ich die Knopfposition markieren. Zuvor schließe ich den Schlitz, sodass die linke Bundkante über dem rechten Übertritt liegt. Da ich hier einen Jeansknopf anbringe, weite ich den Stoff an der markierten Knopfposition mit einer Ahle. So kann ich das Knopfunterteil besser durchdrücken. Dann drücke ich das Oberteil darauf an.
lege eine feste Unterlage mit einem Stoffstück als Schutz bereit und lege dort das Buntstück mit dem Knopf darüber. Nun schlage ich von der Innenseite den Knopf mit dem Hammer fest. An den Gürtelschlaufen markiere ich nun 15 mm Abstand zur Ansatznaht. Bei diesem markierten Abstand werden sie nun parallel unterhalb der Buntansatznaht festgesteppt. Hier empfehle ich, ein Stoffstück wie zum Beispiel ein Reststück vom Gürtelschlaufenzuschnitt vor die Schlaufe zu legen, um den Nähfuß gerade zu stellen. Die Gürtelschlaufen werden nun nach oben auf dem Bund festgesteckt. Die Oberkanten werden bündig zur Bundkante umgeschlagen und darauf angeriegelt. Auch hierbei ist es wieder hilfreich, den Tipp mit dem vorgelegten Gürtelschlaufen-Reststück zu nutzen, um den Nähfuß in eine gerade Stellung zu bringen. Ich arbeite hier im Beispiel mit einem engen Zickzackstich bei 1,5 Stichbreite und 0,4 Stichlänge. Am besten probiert ihr den Stich zuvor auch auf einem Teststück aus. Und fertig ist der Bund. Im folgenden Video könnt ihr schauen, wie ich den Hosensaum nähe, oder wählt auch gern einen anderen Arbeitsschritt aus der Playlist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern eure Anregungen oder Fragen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.